Hallo liebe Kunstfreunde, hier ist wieder die Anne Pross von Anne Pross Kunst. Ich habe heute Hallo liebe Kunstfreunde, ich habe mir heute eine schöne Leinwand hergeholt in quadratischer Form. Und da möchte ich heute ein Leinwandbild malen mit euch mit Acrylfarben. Zunächst habe ich es mir mit Wasser etwas angefeuchtet und nun habe ich da natürliche Farbpigmente in Pulverform aufgebracht mit etwas weißer Acrylfarbe. Das werde ich jetzt miteinander verbinden und verstreichen. Das ist ein schöner, warmer, erdiger Ton und ergibt zusammen mit dem Weiß ein helles Beige mit gelblichem Touch. Natürlich bestreiche ich auch immer die Ränder, denn die werden bei mir grundsätzlich mit bemalt, damit es sofort dann aufgehängt werden kann in der Wohnung, wenn das Bild fertig ist. Es ist dann ringsherum schön anzuschauen. So, das habe ich jetzt alles verstrichen, diese Farbe. Nehme mir eine Gummispachtel, ziehe da Kreise, Linien, verteile die Farbe, wie ich sie haben möchte. Ich nehme mir wiederum ein paar Farbpigmente noch hinzu, aber nicht zu viel, denn das ergibt schon eine sehr intensive Farbe mit einem geringen Anteil dieser Pigmente. Mit einer Plastikspachtel arbeite ich jetzt weiter und verteile diese Farbpigmente wiederum noch auf der Leinwand. Es wird jetzt ein bisschen dunkler als vorher. Es ist immer noch feucht genug, um alles schön miteinander verbinden zu können und verteilen zu können. Das macht wieder riesig Freude, da was zu gestalten. Und ich habe mir ein Roséton angemischt mit Weiß, damit es so Pastellfarben ist. Und den verteile ich jetzt mit der Spachtel, ziehe ich den über das Bild. Da diese Leinwand quadratisch ist, habe ich mir überlegt, werde ich eine minimale grafische Form wählen, zumindest von der Einteilung her. Und werde dann das Motiv genauso ausrichten. Jetzt male ich da locker noch mit dem Pinsel eine Art Blumenform.
Und jetzt erkennt ihr, wie die Einteilung werden soll. Nachdem das Bild etwas getrocknet ist, zeichne ich mit einer Wachspastellkreide in Schwarz ein paar Linien. Ebenso mit einer weißen Pastellkreide. Mit einem bisschen Blau vermische ich jetzt noch von dieser rosa Farbe einen Teil und erhalte eine Fliederfarbe, die ich auf der Spachtel auftrage. Und die ziehe ich dann mit der Spachtel über das Bild. Dann erzeuge ich nochmal eine Fliederfarbe, die etwas heller ist, indem ich noch das restliche Rosa beimische. Das ergänze ich jetzt noch auf der Seite, rechts und links, damit man denkt, das Muster wird dann auch am Rand da fortgeführt. Mit weißer Acrylfarbe ergänze ich das Bild malerisch.
Und auch hier arbeite ich natürlich am Rand das Muster auch nach. Nun nehme ich mir die Gummispachtel, trage hier etwas von der weißen Farbe auf, um es dann auf der Leinwand aufzubringen. Damit kann ich leichte Betonungen ausführen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Eure Anne Pross. Ciao.